Hallo und willkommen bei Berlin Clips. Heute hat es uns mal wieder zum Flughafen BER verschlagen, aus einem ganz bestimmten Grund. Denn heute findet hier der erste Flug nach Sylt statt, seit langer Zeit wieder. Und da sind wir natürlich dabei. Also seid gespannt, gleich geht's nach Westerland. Los geht die wilde Reise nach Sylt mit dem Regionalexpress in Richtung BER. Heute funktionieren hier auch alle Rolltreppen, ganz tolle Sache. Und wir schauen uns jetzt hier mal um, wo der Check-in denn stattfindet für unseren Flug nach Sylt. Da haben wir es, Sylt-Westerland steht mal wieder auf einer Abflugtafel in Berlin. Seit 2022 war das nicht mehr der Fall. Früher flog die Air Berlin regelmäßig nach Sylt von Berlin-Tegel aus und später die EasyJet von 2019 bis 2021 war das, glaube ich. Und seitdem gab es keine Verbindung mehr nach Sylt. Seit 2. Juli 2026 gibt es jetzt wieder eine Flugverbindung. Ohne Umsteigen geht's nach Sylt in etwa einer Flugstunde mit Air Unicon. Die Air Unicon verbindet Friedrichshafen mit Düsseldorf, Hamburg und Berlin und eben seit diesem Sommer Berlin auch mit Sylt. Das Ticket für den Hinflug gibt es ab 174 €. Wer Gepäck aufgeben möchte, zahlt 50 € mehr, 224. Hier noch ein wichtiger Hinweis. Meine Reise wurde nicht von Air Unicon oder von irgendjemand gesponsert. Mein Ticket habe ich selbst bezahlt. Unser Weg führt nun zum Check-in-Schalter. Übrigens war der Flughafen an einem frühen Donnerstagnachmittag super leer. Also es war wirklich kaum was los am BER. Sieht man auch selten so leer, den Flughafen. Der Check-in verlief freundlich, aber ein bisschen ruckelig. Die Mitarbeiterin am Check-in hatte irgendwie die Tarife nicht so richtig drauf und wusste nicht, wer seinen Koffer bezahlen muss und wer das inklusive hat. Am Ende hat aber alles gestimmt und ich bin mir sicher, bei den nächsten Flügen wird das alles ein bisschen flüssiger laufen. Inzwischen haben wir unser Gate erfahren, B25, das heißt, da wird noch eine Busreise stattfinden zum Flugzeug. Übrigens, die Sicherheitskontrolle verlief deutlich schneller als früher. Man muss keine Flüssigkeiten oder Laptops oder Notebooks wieder rausnehmen aus dem Handgepäck. Und genau das spart jede Menge Durcheinander, Stress und Zeit an der Sicherheitskontrolle. Man beachte den großen Werbemonitor da oben. Diesmal funktioniert er. Als wir im Januar hier abgeflogen sind, funktionierte er nicht. Also auch wieder ein Pluspunkt gegenüber dem Winter. Jetzt aber geht's die Treppe runter zu unserem Gate. Wir bitten nun alle Fluggäste des Austrian Airlines Star Alliance Fluges OS230 nach Wien sich zum Gate B21 zu Knapp daneben unser Gate ist ja B25 und dafür mussten wir noch eine weitere Treppe nach unten. Hier sind wir jetzt aber richtig und warten auf den Flieger, der ja aus Friedrichshafen schon kommt, in Berlin Pause macht und dann weiterfliegt nach Sylt. Und wenn ihr jetzt ganz genau hinschaut, seht ihr links neben der Ryanair-Maschine gleich unsere Maschine ankommen, die ganz kleine weiße Propellermaschine. Jetzt kommt sie ins Bild. Auf geht's mit dem Bus zum Flugzeug und da es der Erstflug ist, sind natürlich ein paar Delegationen auch an Bord vom Bodensee-Flughafen in Friedrichshafen, vom BER und auch von der Fluggesellschaft selbst.
An Bord wurden wir super freundlich begrüßt. Die Dash 8 hat eine 2-2-Bestuhlung und nachdem wir unser Gepäck verstaut haben, konnten wir uns dann erstmal in Ruhe entspannen. Die Marketingabteilung des BER hat uns dann noch Sonnencreme geschenkt. Mal sehen, ob wir die brauchen bei dem typisch norddeutschen Wetter, was uns dann auf Sylt erwartet. So, der Tankwagen ist jetzt auch fertig und dann kann es losgehen. Der Propeller fängt sich an zu drehen. Jetzt geht es auch los, wir dürfen zur Startbahn rollen. Vor dem Start mache ich mal die Hintergrundmusik aus, damit ihr den Propellersound direkt genießen könnt. Und ab geht's in die Luft. Wir sitzen auf der rechten Seite, damit haben wir ziemlich Glück gehabt, denn wir haben da einen tollen Blick auf Berlin. Die reine Flugzeit nach Sylt beträgt etwas unter einer Stunde, aber auch auf dieser kurzen Strecke wird ein kompletter Bordservice geliefert. Die Getränke sind inklusive, man muss hier nichts bezahlen. Es gibt zum Beispiel Weiß- und Rotwein vom Bodensee. Und jetzt beginnt gleich unser Landeanflug auf Sylt.
Flugzeug nass gemacht. Die Flughafenfeuerwehr vom Westerland Airport begrüßt den ersten Flug der Air Unicorn aus Berlin. Auf Sylt wurden wir nicht nur von der Feuerwehr freundlich begrüßt, sondern auch vom Personal des Flughafens. Natürlich waren auch Social-Media-Experten dabei, wie ihr hier seht. Und insgesamt war an Bord eine ganz coole Stimmung. Die Leute haben sich alle auf Sylt gefreut, auch wenn wir hier vielleicht nicht das beste Wetter erwischt haben. Zur Begrüßung auf Sylt gab es noch einen kleinen Gutschein und eine Sylt-Praline. Damit konnte man gut gestärkt den kurzen Weg zum Terminal antreten. Hier ist er, der Flughafen Westerland. Da rechts in den gelben Wagen fährt schon unser Gepäck. Das hat uns also schon mal überholt und wird vor uns am Terminal eintreffen. Das hat man wohl auch nicht an jedem Flughafen so. Also die Gepäckausgabe funktioniert beeindruckend schnell. An großen Flughäfen oder auch am BER wartet man ja gern mal ein bisschen länger auf die Koffer. Der Flughafen Sylt ist super klein, übersichtlich und völlig unkompliziert. Ich zeige euch jetzt mal den Weg aus dem Flughafen ungeschnitten. Es hat wirklich nicht länger gedauert als diese Kamerasequenz und schon seid ihr draußen. Willkommen auf Sylt. Berlin und Westerland sind wieder durch einen Flug verbunden. Zweimal in der Woche geht's von Berlin nach Westerland und zurück, und zwar montags und donnerstags. Unser erster Eindruck: die Reise war angenehm und kompliziert. Am BER war es komplett ruhig. Zum Boarding ging es auch sehr schnell. Der Flug war kurz und die Gepäckausgabe in Sylt extrem schnell. Also das kann man ja kaum besser machen. Auf Sylt hatten wir 1,5 Tage. Da sind wir unter anderem mit dem Linienbus mal runter in den Süden gefahren nach Hörnum, haben uns den Leuchtturm angeschaut und unsere Nase in den Nordseewind gehalten. In der Videobeschreibung findet ihr ein paar Ausflugstipps, die wir euch gern ans Herz legen, wenn ihr auf Sylt seid. Schaut gern mal rein. Auch der schönste Ausflug geht mal vorbei. Die Rückreise von Sylt wieder bei tollem norddeutschen Wetter, schöner Regen, und hier seht ihr die Figuren im Wind vor dem Bahnhof von Westerland. Wir fahren mit der Bahn zurück. Von Sylt gibt es einen ICE, der direkt bis Berlin Hauptbahnhof fährt, wenn er fährt. An diesem Tag ist er ausgefallen. Der ICE bringt zeitlich übrigens kaum eine Einsparung gegenüber der Umsteigeverbindung über Hamburg. Also 5 Stunden 33 fährt dieser ICE, wenn er denn fährt. Wir haben uns entschieden, mit dem Regionalexpress 6 bis Hamburg-Altona zu fahren und von dort dann mit dem ICE weiter nach Berlin. Diese Fahrt dauert ungefähr auch 5 Stunden und 30 Minuten. Und für alle Sparfüchse unter euch, für die Strecke des Regionalzugs, das sind immerhin 270 Kilometer bis Hamburg, gilt das Deutschland-Ticket. Das war unser Ausflug nach Sylt mit dem Erstflug der Air Unicorn vom Flughafen BER nach Sylt und unserer Rückfahrt mit der Bahn nach Berlin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert den Kanal, gebt uns ein Like, erzählt's euren Freunden und schaut euch gleich das nächste Berlin-Video an. Bis bald in Berlin.